So, schönen guten Tag. Hallo. Oder auch nicht. Wir werden uns jetzt unserer eigenen Vergänglichkeit bewusst. Weil nothing is forever. Steht da. Wir sind zwei Piranhas, schönen guten Tag, und machen hier Community-Arbeit übers Internet auf YouTube und sind immer hier, um Fragen zu beantworten oder auch Themen zu behandeln, die uns gerade bewegen und so weiter. Und jetzt sind wir beim Nix. Was für immer ist. Wieso eigentlich? Ich hatte damals eine große VHS-Sammlung. Ich weiß, deine war noch größer. Und da hatten wir damals, wenn was im Fernsehen lief, haben wir irgendwelche Filme aufgenommen oder irgendwas gekauft und das war richtig cool. Und da gab es einen Film, den habe ich als Kind sehr gerne gesehen, war auch ein bisschen traurig. Der hieß Dot und das Känguru. Ach Mann, ja. Und dann habe ich gedacht, als ich irgendwann diese VHS in der Hand hatte, ach, brauchst du nicht mehr, gibt's ja heutzutage alles auf CD. Und dann habe ich das weggetan und anschließend wollte ich diesen Film auf CD kaufen, den gab's nicht. Jahrelang gab's diesen Film nicht und ich habe den bitterlich gesucht und versucht, das irgendwann mal irgendwie wiederzukriegen. Dann hatte ich von irgendwem so eine Billigkopie. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich es gefunden, aber er hat einen Film immer noch nicht gefunden, den es irgendwie nie wieder gibt, der spurlos verschwunden ist. Boah, nicht in der Wunde. Der Film heißt Blutsbrüder zum Beispiel. Mit Richard Gere oder Richard Gere. Richard Gere, genau. Den habe ich noch nie gesehen, würde ich gerne mal gucken, aber den gibt's nirgends. Mit Stoney und seine Geschichte, ja. Na, also es ist irgendwie, ja, amerikanischer Film über einen jungen Italiener, der irgendwie sein Leben bestreitet mit seiner kaputten Familie, so Blutsbrüder. Fand ich irgendwie total klasse. Gibt's nicht mehr. Ist weg, futsch. Wird auch nicht, kommt nicht mehr rein. Weiß ich nicht. Ist weg. Ja. Tschüss. Das ist sehr bitter. Ja. Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, bei Computerspielen ist das Phänomen noch schlimmer. Oh nein! Wieso? Naja, weil es für Computerspiele bestimmte Technologien gibt, auf denen man Spiele spielen kann. Und wenn die Spiele dann nicht auf neuere Computer, Konsolen oder sowas mehr portiert werden und oder emuliert werden, dann haben wir ein Problem. Ja, aber es gibt doch überall diese tollen Retro-Sticks, die man sich da reinsteckt und dann hast du doch das Zeug alle wieder. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Also die Idee ist es, wie kann man denn alte Spiele, die man früher als Kind oder vor einiger Zeit irgendwie total gerne gespielt hat, für die Nachwelt erhalten? Sollte man das? Ne, die sagen alle, ja klar, warum nicht? Ja, ne? Unbedingt. Wer macht das? Ne, weil ihr müsst euch vorstellen, irgendwie, wenn ihr jetzt irgendwie vor 20 Jahren irgendwer ein Spiel rausgebracht hat, es gibt kein Team mehr, das sich darum kümmert. Und, noch schlimmer, es gibt auch niemanden, der jemanden dafür bezahlt, dass er das macht. Und falls doch, dann hat vielleicht irgendjemand die IP gekauft und sagt, ach, das war damals so cool, das könnte man ja doch vielleicht für die Nachwelt erhalten. Oder irgendwelche Fangemeinschaften sagen sich, wir wollen unbedingt, dass das am Leben erhalten bleibt und kümmern uns selber drum. Oder. Aber das ist schon ganz schön kompliziert. Ja, stimmt. Aber uns gibt's immer noch. Und wir haben auch vor 20 Jahren Computerspiele gemacht. Und wir kümmern uns auch. Ne? Das stimmt. Also im Rahmen unserer Möglichkeiten, sage ich mal. Genau. Wovon du redest, sind, dass die Teams gar nicht mehr existieren, die diese Spiele gemacht haben. Das ist richtig. Oder, dass momentan zum Beispiel keine Zeit ist, um irgendetwas irgendwo hin zu portieren. Genau. Das heißt, es gibt zum Beispiel, sag ich mal, es gab die Xbox, dann gab es irgendwie eine neuere Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, bla bla. Ja. Und du erläufst ja nicht jedes Mal dein Spiel und lässt es mitwandern. Wäre natürlich schon cool, ne? Ja. Wenn alle Spiele immer mitwandern würden. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, der sich wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht rechnet. Also wird das so gut wie nie gemacht. Ja, wenn es wenig Leute anfragen, das ist nämlich immer der Punkt, ja. Wenn es wenig Leute sind, die es anfragen, dann gibt es auch keinen Markt dafür und keine Veranlassung für jemanden, dann Arbeit darin zu investieren. Das ist leider so, ne? Und ja, manchmal ist das auch cool, wenn man es einfach nur fürs Allgemeinwohl macht und so. Das machen wir auch teilweise so, ne? Aber das rechnet sich oft nicht. Und dann ist das immer, da muss man schauen, okay, macht man es aus Idealismus? Ja?
Oder lässt man einige Sachen einfach bleiben, weil es einfach nicht geht, weil man sich sonst selbst kasteit. Das ist immer so eine Preis-Leistungs-Geschichte, die man sich überlegt. So, ne? Richtig, irgendwer muss es machen. Ja. Es gibt ja auch mittlerweile zum Beispiel sowas wie das Computerspielemuseum, denn Computerspiele, obwohl sie ein neues Medium sind und immer noch als solche bezeichnet werden, mittlerweile ganz schön lange Geschichte haben. Ne? Ich sag mal, von den alten, was weiß ich, C64 oder Atari oder was weiß ich, was damals alles in unserer Computerspielegeschichte vorkam, bis heute hat es eine Menge unterschiedliche Dinge gegeben, unterschiedliche Hardware gegeben und natürlich auch sehr viel unterschiedliche Software. Und allein wenn man jetzt zum Beispiel so eins von diesen alten Dingern nimmt, die gibt's ja heutzutage überhaupt nicht mehr zu kaufen. Gibt's jemanden, der sowas sammelt? Gibt's jemanden, der sowas erhält für die Nachwelt? Nicht Subculture, ne? Das ist so irgendwie der geistige Vorbote von Subnautica oder wie das Ding heißt, ne? Da bist du ein kleiner Hutzel, irgendwie der in einer Pfütze mit einem kleinen U-Boot rumschippert und Kronenkorken sammelt und irgendwelches komische Heftzwecken und so ein Zeug. Ziemlich geiles Spiel. Würde ich mir auch gerne nochmal wieder angucken, so, ne? Aber läuft das denn noch? Ich habe keine Ahnung. Gibt es das bei Good Old Games noch? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich habe einfach irgendeins genommen, was mir gefallen hat, so, ja. Aber das ist auch so, ne? Ich habe hier die ganze Sammlung stehen, ja, aus Nostalgiegründen, finde ich total geil. Nehme ich das denn und installiere mir das nochmal? Nein, das tue ich nicht. Ich tue das, wenn, dann gucke ich auf GOG oder wo man das halt findet und so weiter, um solche Spiele dann nochmal irgendwie nochmal zum Leben zu erwecken oder so. Der Emulator oder den DOS-Box, Wahnsinn da und alles, ne? Gibt's ja alles. So, ne? Solche Archive sind auch total klasse eigentlich. Ja. Also ich weiß, ich hatte damals den Gameboy, der muss irgendwo sich in diesem Haus befinden. Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist mir ein Rätsel. Wir ziehen ja bald dann wird er bestimmt auftauchen. Ja, genau, wahrscheinlich. Das jetzt so also wir privat ziehen um. Das heißt, das ist wahrscheinlich die letzte Folge, wo wir in diesem Ding sitzen, weil danach kommen die Langoliers und dann ist alles weg. Ich glaube noch drei Folgen noch. 3 Folgen noch? Ja, und dann ist es hier vorbei. Aber das heißt also die nächste Session, ne, wir machen jetzt 5 Folgen in dieser Session, also jetzt noch, nach dieser noch 3 und dann sieht's wahrscheinlich anders aus, weil dann sitzen wir hinter Kartons. In irgendeiner Baustelle. Und machen da irgendwie oder müssen wieder in die Firma oder was, wir müssen mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Hey, wir haben jetzt 5 Wochen Zeit. Wir haben jetzt 5 Wochen Zeit, das stimmt, ja. Aber sagen denn die Leute dazu, haben wir noch vergessen, ne? Aber wir haben ja die gefragt, ist denn es überhaupt notwendig, solche Sachen irgendwie für die Nachwelt zu erhalten, ne? Also haben wir weniger als 100 Leute gefragt, sag mal, Nothing is Forever, findest du, man müsste Spiele erhalten für die Nachwelt? Und wenn ja, wie? Und die haben Folgendes gesagt. Das ist eben genau die Frage. Da wäre ich bei dem Problem der Speichermedien, welche da überhaupt lange Zeit überdauert. Eine Zeit lang hieß das, okay, als CDs rauskamen, das hält ewig, bis sie festgestellt haben, oh, Wärme und CDs, das ist gar nicht so toll. Jetzt kommt das Speichermedium entsprechend an. Ich weiß nicht, ob das SSD das Ultima ist, weil normale Festplatten können auch kaputt gehen. Also sinnvoll auf jeden Fall. Ist so die Frage, welches Speichermedium das auch wirklich langfristig speichern kann. Ja. Da denke ich jetzt gerade spontan an das Computerspielmuseum in Berlin. Ich denke, das ist ein guter Ort. Da war ich auch schon zweimal. Schön. Toll. Es gibt ja viele alte Spiele damals und die haben ja nur überlebt wegen Piraterie zum Beispiel. Es gab viele so Disketten und sowas, die hat man dann irgendwer die gebrannt und deswegen haben die überlebt, weil die sowas. Ich glaube auch dadurch, dass alles jetzt so virtuell ist und es leider immer weniger auf CD gedruckt wird und immer weniger, ist alles virtuell und ich glaube dadurch ist es eigentlich, dadurch hast du es wahrscheinlich, dass es halt wahrscheinlich nie, ich glaube kein Spiel wird heute verschwinden mehr, weil alles halt irgendwie virtuell ist. Auf irgendwelchen Festplatten liegt immer noch ein altes Spiel rum. Ja, immaterielles Kulturgut. Ich finde schon, dass man sie erhalten muss. Es ist halt schwierig, Wege zu finden, sie dauerhaft abzuspeichern und abspielbar zu machen. Ich meine, wenn ich dran denke, meine alten Spiele auf irgendwelchen Floppy-Disks, hätte ich heute keine Chance mehr. Ob man sie in irgendeiner Art und Weise in Emulatoren vielleicht weiterspielen kann, das wäre wahrscheinlich ein Weg. Also sie müssten halt dauerhaft tatsächlich spielbar sein. Ich finde es auch immer so schade, wenn man, ich sag mal so, in der Kindheit ein schönes Spiel gespielt hat, wo man Stunden drin versenkt hat
Und durch diese ganzen Updates und noch ein besseres Windows und noch einen besseren Computer, man kann diese Spiele nicht mehr spielen. Und das ist manchmal so traurig, weil man erzählt von Spielen, die einen als Kind so gefesselt haben und man kann sie nicht mehr zeigen. Fände ich schön. Es gibt bestimmt einen kleinen Kanon von Spielen, die total viel gemacht haben für die Spielgeschichte. Und die zu erhalten, fände ich super schön. Und dann wäre man tatsächlich auch wieder bei der Frage Remake. Dass man versuchen würde, Klassiker nochmal als Remake zu erhalten und immer mal wieder neu rauszubringen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall schon cool, weil das genauso wie jetzt Kunst oder so für mich schon auch ein Medium ist der Kunst, also eine Kunstart irgendwie schon hat und genauso Filme ja auch oder Musik, die will man ja auch beibehalten. Und gerade weil du in Videospielen doch relativ viel vermitteln kannst, was, ich sag mal, in eine Serie oder in einen Film gar nicht alles reinpasst. Ja, wie macht man das? Keine Ahnung, ich muss jetzt daran denken, dass man zum Beispiel in der Antarktis im Moment ja schon Code unter der Erde vergräbt in Zeitkapseln. Ähnlich kannst du das ja auch mit Videospielen machen. Das ist halt nur die Frage, genauso wie mit dem Code, ja, was machst du danach damit? Dann haben wir halt so ein Horizon-Szenario und die stehen dann nachher da und wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Aber vielleicht ist das ja auch gerade cool und dann fangen die das an, irgendwie darüber ihre neuen Religionen aufzubauen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Theorie. Wäre mal wieder eine Idee für ein Videospiel, wenn man so drüber nachdenkt. Erstmal musste man diese Leute überhaupt darüber aufklären. Was willst du mir damit eigentlich sagen? Wie jetzt erhalten? Wussten jetzt nicht so richtig, worauf es hinausläuft. Und dann, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dass man das Ganze ja irgendwo digital speichern muss, da fällt einem sofort irgendwie die Cloud ein, das Internet ein, die Sachen, die jetzt heute gängig sind und so. Und dann fallen dann aber auch gleich, also mir jedenfalls, die Tonnen und Abertonnen von Filme und Fotos ein, die man irgendwo archiviert. Braucht man das alles? Ist das scheiße, wenn es weg ist? Bestimmt. Vermisst man das, wenn es einfach weg ist? Schwierig, ne? Mittlerweile gibt's ja so viel von allem Möglichen, ne? Und wenn man dann irgendwie so eine Idee hat, bei Songs genau dasselbe, ne? Ich habe irgendeine Idee von irgendeinem Song, gibt das irgendwo einen Bums, ne? Internet kriegst du das. Da ist man dann schon so ein bisschen verwöhnt. Bei Spielen ist das schwieriger. Ne, das ist auch eben schon gesagt. Ne? Das heißt, auf dem Handy kann man jetzt auch spielen und so, und dann suchst du nach irgendwas und so weiter und dann merkst du irgendwie, oh, das ist aber begrenzt, was ich hier spielen kann. Das ist ja irgendwie doch sehr ähnlich und irgendwie der neue Kram und der will dann auch irgendwie in den Vordergrund kommen, weil der ja dann auch, ne, und solche Dinge, das heißt, diese alten Sachen, die muss man sich schon irgendwie erarbeiten. Es gibt teilweise Sachen, die gibt's einfach nicht ist mehr. auch nicht mehr da. Und das ist schon ein bisschen bedauerlich manchmal. Ja. Also schon ein bisschen schade. Also wie gesagt, für meinen Gameboy, da hatten sie einen Emulator gemacht und meine alten Gameboy-Spiele konnte ich dann im Browser spielen. Das fand ich auch mega super. Ja, das stimmt. Das ist auch cool. Ja. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Ja, das stimmt. Die Frage ist, wie oft spielen wir heute noch, also im Nachhinein, nicht während der Entwicklung, unsere eigenen Spiele, also die wir gemacht haben? Haben wir auch schon öfter mal beantwortet. Ab und zu machen wir das tatsächlich, ja, um uns das wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie das genau funktioniert hat, ja, weil viele Sachen werden verklärt, ja. Es gibt Nostalgie, so ein Gefühl ist das, was man hatte, wenn man es das erste Mal gespielt hat oder das zweite Mal. Und dann gibt es halt so einen Gewöhnungseffekt und dann gibt es auch noch aktuelle Trends und aktuelle Spiele und so und dann verklärt sich so die Meinung über die eigenen Spiele. Wie war das denn jetzt genau? Dann kriegen wir Feedback von draußen, wie andere Leute das bewerten, ja, und dann guckt man sich das, war das wirklich so? Da muss man das sich wirklich nochmal selber nochmal angucken, ob das stimmt oder nicht. Und dann ist man manchmal überrascht, wie das tatsächlich war. Und dann muss man immer seine eigene Vorstellung von dem, wie es früher war, dann auch mal anpassen. Und ja, das machen wir. Vor allem schauen wir uns sowas an auf Twitch, Let's Plays. Genau, das hätte ich auch gesagt. Viel häufiger gucken wir anderen beim Spielen zu, der eigenen Spiele. Ne? Also ich habe zum Beispiel mein Handy jetzt gar nicht dabei, aber bei Twitch irgendwie alle unsere Spiele von Gothic 1 bis heute da gelistet. Und immer wenn irgendjemand das zockt, dann poppt das auf und dann sehen wir das sofort. Und dann schauen wir uns das an und dann kann man auch sehen, wie ein Mensch heute
das erlebt, das Spiel, und kann daraus ableiten, das sind natürlich auch immer Momentaufnahmen und manchmal auch gar nicht repräsentativ, weil man immer gucken muss, wer spielt denn das gerade oder so, aber das gibt auf jeden Fall immer wieder diese Stimmung zurück, so, ja, die man hatte, als dieses Spiel entstanden ist, und das ist sehr wichtig für uns. Ja, schöne Frage. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabellen TV. Genau, bis bald. Bis bald, tschüss. Ciao. Hoffentlich fragt mich keiner nach Vampire, weil ich habe es nämlich immer noch nicht durchgespielt.